Weiter geht's. If there's a way to access the deeper sections of this storage area, I'm certain we'll find it. Das denke ich mir auch. Oh, da ist blutig aus. Hallo. Ich bin gerne. Schalter aktiviert. Ah, dann wollte ich jetzt sperren. Ja gut. Ja, ne? Ja, klar. Drei. Okay, passt. Ah! Was ist diese Scheiße? 5. Nee, 6. Oh, das passt. Zack. Jetzt sind 4. Okay. Zack. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Passt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Ich habe aber kein Dreier. Oh, ich hasse das hier. Ist das so abfucken, ne? 1, 2, 3, 6. Okay, nur 2 und 4. Bam. Bam. 1, 4, das ist ja. Zack. Das wird passen. Bam. Perfekt, ja. Sehr unverständlich. Antriebsprototyp. Bitte beim Betreiben des Prototyps Vorsicht walten lassen, die Objekte zu fixieren. Wissenschaftler müssen ihre Taschen leeren sowie Schmuck, Uhren etc. abdecken. Achtung, der Kern enthält der unersetzliche Probe. Sämtliche Daten wegen strikter Geheimhaltung. Forschungsmaterialien mit großer Volksverhandlungen dürfen dieses Labor nicht verlassen. Okay. I never actually got to visit your labs back when we were working on the grav drive projects. Seems like ancient history now. Only thing we're doing these days is launching weather satellites. Guess this is as good a retirement as any. Now, Project Demeter, you want our help manufacturing scanners to better track these new meteorological patterns we're seeing. Our guess is that the poles might be naturally shifting, causing some gravitational fluctuations that are throwing off our old models. Okay. Why do you need the scanning tolerances to be so small? What are you trying to find? I just want to be sure. It's not like we're doing much these days anyway. The glory days are over. Why not give ourselves a challenge before they write us off in the history books? Ein also auf jeden Fall angelogen. Ein Judith-Entwickler, also und dank Musik. Das Siegforschungsteam hat wie gewünscht eine vollständige Analyse der Daten vorgenommen und uns haben zukommen lassen. Die Messungen der Magnetosphäre der Erde, der Anzeichen von Fluktuationen auf oftmals in Korrelation zu Phasen häufig auftretender großer Gravitationswellen spitzen ihren Ursprung auf dem Mond haben. Gravitationswellen scheinen das vom inneren Erdkern verursachte Magnetschild zu beeinflussen
In der Nähe der Quelle gleicht auch ein Kern selbst. Die Daten weisen darauf hin, dass sie die Wechselrate exponentiell erhöht. Durch die Schwächung unserer Magnetosphäre verringert sich auch ihre Fähigkeit, uns vor Sonnenwinden zu schützen. Jetzt der Effekt der Sonneneinstrahlung führt dies auch zu etwas Fataleren. Der Zerstäubung, also der Abbau unserer Atmosphäre. Dies ist wie zu forschen auf dem Mars passiert, ein Planeten, der den frühen Teilen der Weltraumforschung spielen wird, der Blick in die mögliche Zukunft der Erde erlaubt. Wir berichten, dass diese Zukunft näher sein könnte, als wir uns das gut vorstellen können. Die Daten als normal betrachten. Es gab ja bereits Fluktuationen und Polaritätswechsel des Erdkerns, aber dies hier ist um einiges ein Vielfaches gewaltiger. Wir kennen die Debatten früher Generationen der globalen Erwärmung. Wir wollen, dass die Wissenschaft deutlich ist. Wie Wellen im Ozean bauen sich diese Gravitationswellen auf und werden schließlich an der Küste der Erde anbranden, und zwar mit verheerenden Konsequenzen. Dr. Luke Andrews. I know what I'm seeing, Victor. The data coming back from the satellites is very clear. It's the grav drives. All those jumps from the moon. At this rate, Earth's atmosphere is going to start sputtering out into space. Can the drives be fixed? I'm working on some designs that should discreetly solve the problem, under the guise of an emergency update to the fueling pumps. We're talking about the end of Earth, and you're trying to be subtle about it. Judith, the last thing we need is people losing faith in grav drive technology. That might be our only option. To what? Are you seriously saying we should abandon Earth? The timeline is under 50 years. A blink of an eye for a planet, but more than enough time for a human exodus. And what do we tell people? We say it's an act of God, one that science has found a solution for. Time for humanity to take its place in the stars. You knew, didn't you? You lied to me. All this time. I dedicated my life to this discovery, Victor. And you knew we were going to kill off our planet? You haven't seen the future I've seen. There's an infinite expanse of promise out there. A meteor could hit Earth, a plague, another world war. Colonizing other galaxies secures humanity's future for all coming generations, across all time. At the expense of our home. Stop it, both of you. All that matters is building enough ships to get everyone off this planet. And we need to start now. I'll draft up a statement. We'll need to address the entire international community. I'm sorry, Judith. There isn't a planet in this universe that will be far enough away from you, Victor. We are never speaking again after this is over. Am Anfang war sie auch so begeistert von seinem Labor und seiner Art. My name is Dr. Victor Isa. And if you're listening to this, then you probably already know the truth. I was young when I first headed the retrieval team of an odd gravitational anomaly on Mars. But I kept what really happened that day hidden from everyone except one other person. Even she didn't believe me at first. But I have no reason to lie to anyone now, so I hope you'll accept this confession, whoever you are. When I touched the anomaly, I experienced 12 days of lost time. I met myself. He told me everything that has since come true. The grav drive equations, the tests on the moon, Earth's atmosphere sputtering away because of what we had done. But he also told me about a city thriving on a planet orbiting a distant star. Human culture, art, music, lifestyles evolving and shining brightly across all of space. What price would I be willing to pay for that future? Maybe you don't believe me. Maybe Judith was right and I'm just a coward who wants to believe his mistakes were justified. But everyone has forgotten about the real origins of the grav drive, this artifact from Mars. I hope you make better use of it than I did. Okay. Der Stift. Geht ja nicht.
Liegt jetzt aber nur in der Stromlicht daran. Achso, ist nicht hier einfach auf dem Schreibtisch? Ach ne. Doch, Artefakt. Ah, ich kann einfach hier das Artefakt lösen. Ich bin jetzt eine Runde im Kreis geflogen, obwohl der Knopf genau neben dem Computer war. Ups. Ah, mein Fehler. Wie kommen wir jetzt da rein? Ja, komm mal. Da hinzukommen. Ja, jetzt. Warte. Ja, guck mal. So. Ja, jetzt bin ich. Congratulations. You arrived on the surface of Earth. We need to discuss what you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. Okay, ne? Ja, da ist ja schon Gesellschaft. Ja, meinst du? Hallo. Was machst du da? Hör doch mal auf da. Das ist doch unfair. Wirklich. Guck mal, ich muss nachladen. Mein Gott. Immer so unfair. Ja, mach das. Ah, weg mit. Das sind also unfair. Energieerfolg. Ja. Ja, das. Die sehen auch noch anders aus. Die sehen ja hier irgendwie dann. Danke. Danke. Nerv nicht. Du blöder Krüppel, geh mir nicht auf den Sack. Wirklich. Setz die Scheiße da rein und hau ab.
Ist der Shot schon wieder. 4, 6, 7. Ist schon wieder nicht lösbar. Ja. Eins, zwei, drei, sechs. Bam, weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Warte, ist nicht passt. Wenn ich den Chef doch wegmachen. Und die passen nicht. Ich später Lebenswehr. Es regt mich auf! Durch das so ein Scam manchmal dieses Spiel. 1, 2, 3, 4, 6, ne? Ja. Der 4. Der Zweier passt. Das passt. Okay. Aber die passt nicht. Quatsch doch einfach! Meine Güte! So nervig! Ich muss einfach die Scheiße mir vorher genau zu analysieren. Ich will es nicht einfach drücken. Ein Zweier auch. Genau da. Was? Hier wir haben keinen. Der Zweier passt nicht. Mhm. Die beiden werden übrig, der Zweier passt dann. Okay. 6, ne? Wir haben den. 6, ne? Ja, logischerweise 6. Okay, so rein. Mhm. Nee, nee, gleich. Das kann ich nicht. Eins, zwei, drei, 6. Das kann ich machen. Das nicht sein, das ist der aber. Das ist dann so. Ist der so? I see you've done that before. Ja, wie oft willst du es noch bemerken, welche Erfahrungen ich das erklärt habe? Meine Güte. Auch das manchmal. Genau. Digga, der wirklich die scheiß Knochenbox da rein. Ich gehe nach so einer Backbahn wieder raus. Es nervt. Das wird mich so von meiner Arbeit ab. Ja, und diese scheiß Meldung gucken musst.
Ja, denke ich mir auch. Noch ein Bunker. Genau mein Gedanke. Noch ein Bunker. Oh, ist. Ja. Hallo. Weg. Was ist denn los? Ja, was der mal. Ja, denke ich mir aber auch. Hast dir recht. Stimme ich dir zu. Besser nicht, was das mit Schrott ist. Weg. Leute gerne haben. Also. Komm aber nicht da. Ja, das ist ein kranker Scheiß, ist dabei auch dumme. Nervt ja. Oh, Kurse verbessern. Nein. Immer lange Zeit. Raus hier. Da unten stehen. Wenn die so vorher von ja, soll ich natürlich den nächsten Knopf drauf. We have these jetpacks for a reason, you know. Warum? Ja, so viel dazu. So viel dazu. Mit dem ich jetzt noch einen Wurf wieder immer nicht weg. Ja, wir gehen leider, wir fliegen jetzt mal in der Stadt und so. Doch, doch. Ja, scheißegal. Do you understand Hey. now why I asked you to come here? The artifacts unlock the secret of interstellar travel. At the cost of Earth. An easy trade, honestly. Why have one world when you can have all the settled systems? Ja, ja. Ich werde jetzt auch mal unser Zuhause. Though I'm normally a devotee of science, I have to admit that in this case, it failed us terribly. And the cost was immeasurable. Assuming we weren't going to lose it anyway. War, disease, famine, all the classics. Ja, ja. Don't you see? The power of the artifact forced humanity to the stars. They didn't get to make a choice. How many would have chosen Earth?
And what gave Victor Isa the right to choose for them? You Mhm. see the hypocrisy in what the emissary is saying, right? They don't want to rob people of their free will, but then they steal the artifacts for themselves. Mhm. In the wrong hands, the power of the artifacts can make anyone a tyrant. That's why we watch over them. The only thing you're watching out for is yourself. Artefakt gar nicht bestehen kann. Es wird Zeit, dass jemand anderes als Sternbilderentscheidung trifft. You're right. If this has been happening time and time again, perhaps they've arrived at a total deadlock. Mhm. Don't be a fool. The emissary and I may have our differences, but you do not want to give us a common enemy. For once, he's right. Don't do this. We can collect the final pieces together. Though I still think this might be a mistake. Siding with the emissary is certainly the lesser of two evils. Thank Mhm. you. Well, can't say I didn't try. We'll settle this at the usual place. The buried temple. We'll be there. You're lucky I'm a man of my word. I'll see you there. Mhm. Einfach Stay Platz. for a moment. You must have questions about what happens next. Mhm. Was ist der verschilderte There's Tempel? always a final artifact in a specific temple. The hunter and I agreed that whoever you sided with, the other would wait there. Okay. Expect anything and everything. Other starborn, human mercenaries and defenses, alien creatures under mind control. It's all fair game. Baumbad, ne, können wir einander He and entdecken. I made a number of agreements over the years, if you can even call them years at this point. We let him go. In exchange, he'll wait at the buried temple. You'll be able to prepare any way you can before then. Soll ich mich vorbereiten? There is a temple for every artifact. You should find as many as you can. You'll need their power. Leist du mich dorthin? I'll meet you in orbit above the buried temple. We'll face what's there together. Okay. Ich habe ja keinen Bock, die ganzen Kräfte zu holen. Das war echt lame. Ich benutze sie eh nicht. Also können wir einfach dahin aufbrechen. Tschüss.